Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen in Griechenland unterwegs. Wir sind immer noch in Kalkidiki und zwar auf dem zweiten Finger, Sithonia. Und heute laufen wir von Neos Marmaras nach Parthenonas. Das ist ein altes Bergdorf, was wohl wiederbelebt wurde. Und da soll es einen schönen Pfad geben, den man da nach oben folgen kann, beziehungsweise einen Rundweg. Genau, also so 11, 12 Kilometer. Ich glaube 400 bis 500 Höhenmeter hat die Tour. Ja, und dann würde ich sagen, wir schwätzen gar nicht so viel. Wenn ihr wissen wollt, wie der Weg hier so ist, Dann folgt uns in den griechischen Busch. Die heutige Wanderung begann an einem Supermarkt außerhalb des Ortes Neos Marmaras. Von hier aus ging es zunächst kurze Zeit über Asphalt und an einem Olivenhain entlang. Dann ging es ganz plötzlich auf einem schmalen Pfad ab ins Unterholz, wo wir einem ausgetrockneten Bachbett folgten. An der Abzweigung nach Parthenonas wanderten wir zunächst vorbei, da wir vor dem Anstieg noch die alte Mühle hier in der Gegend besichtigen wollten. Vom Anblick der mitten im Nichts stehenden und von Pflanzen eingeschlossenen Gebäuderesten waren wir überrascht und begeistert. Da war unser Entdeckergeist sofort geweckt. Hinter der Mühle ist noch der nicht gerade kleine Mühlkanal zu bestaunen. Sehr beeindruckend. Die Mühle und deren Anlagen wurden einst von der Gemeinde Neos Marmaras betrieben. Ihren Dienst erfüllte das Bauwerk noch bis ins Jahr 1960. Der Bach muss damals aber wohl etwas mehr Wasser geführt haben. Der Wanderweg hinter der Mühle war zwar sehr verlockend, aber wir wollten auf der kürzeren und steileren Variante weiter in Richtung Parthenonas. Deswegen ging es wieder ein Stück zurück zur Abzweigung. Bei bestem Wanderwetter war der Anstieg sehr, schweißtreibend. aber wir wollen mal nicht jammern. Wandern im Oktober bei Kaiserwetter. So macht Wandern Spaß. Ebenso wie der Weg und die Landschaft um uns herum. Einfach zum Genießen. Oder was meint ihr? Der Pfad führte uns bis kurz vor das Dorf Parthenonas schön querfeldein durch Sträucher, Olivenbäumchen, Kiefern und auch immer wieder über etwas felsigere Abschnitte. Dabei wurde natürlich auch der Ausblick immer besser.
dem letzten Stück nach Parthenonas wurde der Weg wieder flacher und auch breiter. Die Geschichte des Ortes reicht bis in die Antike zurück. 1970 hatte zwischenzeitlich der letzte Einwohner das Dorf verlassen, bevor es einige Jahre später langsam wieder besiedelt und restauriert wurde. Heute ist es, ihr könnt es euch sicher denken, ein beliebtes Touristenziel. Hier kann man in Gesellschaft eines 1000-jährigen Olivenbaums speisen. Sehr verlockend. So, jetzt sind wir hier schon auf halber Strecke. Wir haben Parthenonas erreicht, auf schönen schmalen Pfaden. Ausblick ist super von hier oben. Wir haben jetzt einen Kaffee getrunken, sollte man in Griechenland ja so machen. Einen griechischen Kaffee? Ja, mit schöner Aussicht. Und jetzt machen wir uns auf den Abstieg. Mal schauen, wie es weitergeht. Der Abstieg führte uns durch Olivenhaine, soweit das Auge reicht. Solche Abschnitte hat man auf Chalkidiki recht häufig und wir haben Gefallen daran gefunden. Tja, Vorteil, wenn man in Griechenland im Herbst unterwegs ist, neben dem Wetter, was natürlich perfekt zum Wandern ist. Aber hier überall sind die Olivenbäume reif, falls man das so nennt. Wir haben grüne, wir haben schwarze, wir haben große, wir haben kleine. Es ist überall voll. Und hier und da kann man auch mal bei der Olivenernte tatsächlich auch zugucken. Sehr interessant. Wenn man sie jetzt noch vom Baum essen könnt. Das geht leider nicht. Die müssen lange in Wasser eingelegt werden, bis man die essen kann, oder man muss sie gleich zu Öl vermahlen. Naja. Im weiteren Verlauf wurde der Weg und auch die Olivenbäume zeitweise etwas wilder. Auch hier waren wieder Überbleibsel aus früherer Besiedlung zu entdecken. Diese Wasserleitung begleitete uns ein Stück weit. Dieses Mal waren wir wieder auf dem mittleren Finger von Chalkidiki unterwegs, der Halbinsel Siphonia. Parthenonas und unsere Wanderung liegen an der Westküste, relativ mittig auf dem Finger.
Von einem Supermarkt am Ortsrand aus ging es vorbei an einer alten Mühle über einen zeitweise steilen und felsigen Anstieg bis zum Dörfchen Parthenonas. Der Abstieg erfolgte mehrheitlich durch Olivenhaine und einem zeitweise etwas abenteuerlichen Wegabschnitt. Ja, wir haben es fast geschafft. Wir sind fast wieder nach Neos Mamaras abgestiegen. Ja, 200-300 Meter dürften wir noch haben. Und bevor wir jetzt aber unten an der Straße am Supermarkt, wo wir gestartet sind, die Abmoderation machen, haben wir gesagt, machen wir es doch lieber noch hier im Grünen. Genau, im Olivenhain, da ist es auch schön. So schaut's aus. Und schön war auch der Weg. Der war von vorne bis hinten schön. Also man hatte alles dabei. Wie gesagt, Olivenhaine, schmale Pfade, steil, breite Wege, die angenehm zu laufen waren. Und das Tollste, wirklich immer schön im Wechsel. Schmaler Pfad, breiter Weg, schmaler Pfad, breiter Weg. Total abwechslungsreich, auch vom Untergrund, über den Wirtschaftsweg, über Felsen drüber. Wie ihr auch hinter uns seht, schöne Aussichten. Also da konnten wir einiges sehen. Ein paar Highlights gab es unterwegs. Einmal der Abstecher zur alten Wassermühle, die war super. Und dann oben natürlich das Dörfchen, kann man machen. Ist, glaube ich, eher so ein bisschen ein Touri-Ort, hat so ein, zwei schöne ältere Geschichten. Wir haben auch unseren Kaffee bekommen da oben, allerdings die Preise sind doch sehr touristisch. sehr saftig, genau. Also der griechische Kaffee, der doppelte für 4,50 ist für griechische Verhältnisse mal eine Ansage und ein Stück Kuchen für 6 Euro. Da muss ich, glaube ich, nichts groß dazu sagen. Beziehungsweise den Cappuccino, ganze Tasse Cappuccino für 5 Euro. Ja. Also lecker war er, aber Ob man es bezahlen will. muss jeder selber ich habe wissen. mich halt auf den Kaffee gefreut und deswegen haben wir dann halt auch einfach getrunken. Ansonsten die Tour auf jeden Fall in der Form empfehlenswert. Wir haben sie wieder aus dem Roter Wanderführer Chalkidiki und Phasos rausgenommen, haben sie unterwegs ein bisschen modifiziert an ein, zwei Stellen. Abstecher zur Mühle war eigentlich nicht mit drin. Und an diesem Aquädukt, wo wir eben vorbeigekommen sind, an dieser Fassung von dem Bach, der Abstecher war eigentlich auch nicht mit drin gewesen. Ja, und dazu kann man sagen, modifiziert haben wir deswegen, weil es hier und da dann auch Pfeilchen gab, beziehungsweise Wegweiser in die Richtung, wo wir eigentlich auch gehen wollten, in etwa, aber dann doch nicht mit der Route übereingestimmt hat. Aber wir gesagt haben, das sieht super aus, probieren wir. Und Tobi hat kontrolliert, wir sind nicht zu weit von unserer Originalroute abgewichen. Ja, genau, ihr habt meistens auch Empfang, dass ihr dann gucken könnt. Ansonsten Komoot habe ich ja vorher soweit mit Offline-Karte präpariert. Zu erwähnen wäre noch, warum hier so viele Schilder sind. Hier gibt es ein kleines Wandergebiet tatsächlich, die Siphonia Trails. Genau. So ist es. Da gibt es mehrere Wege, ich glaube 12 Stück, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Wir sind jetzt keinem speziellen davon gefolgt. Wie gesagt, die Tour war aus dem Wanderführer, den wir dabei haben. Wobei die Wege auch nicht mit M irgendwas markiert sind, dann auf dem Weg selber. Ihr habt ganz viele gelbe Schilder mit Ortsnamen drauf. Entfernungen sind teils dazu geschrieben. Mit Edding, sehr spannend. Oder gelbe Pfeile, wo dann auch mit Edding auch Orte und so draufgeschrieben. Also das könnt ihr mal im Hinterkopf hier behalten. Hier gibt es ein kleines, schickes Wandergebiet. Was wir bis jetzt davon gesehen haben, war gut. Morgen wollen wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Und dann würde ich sagen, für heute haben wir es auch mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf unserer nächsten Tour wieder.